So, was machst du hier? Brot. Also Brot. Das muss alles noch gemacht werden. Das ist schon fertig. Und das ist in the making. Uiuiuiui. Aber eigentlich ist heute ein ganz trauriger Tag. Weil wir keinen Kaffee hatten. Kein Kaffee mehr. Naja, wir sparen den auf für einen besonderen Tag. Ja. Vielleicht können wir ja auch einfach einen Tee jetzt mal trinken. Nee. Hä? Nein? Tee muss auch gespart werden. Oh. Heißes Wasser? Heute ist ganz große Putzaktion. Schön machst du das. Milo hilft auch fleißig. Pulli ist eigentlich schon sauber. Es muss alles nur noch eingeräumt werden. Schöner Tag. Was ist denn heute eigentlich für ein Tag? 12. Ja, Tag 12. Und was machst du heute noch? Einkaufen. An Tag 12 wollte Fabian heute Geld holen und mal ein bisschen was einkaufen, weil wir jetzt fast gar nichts mehr zu essen haben. Leider Gottes hatte die Bank schon zu, also somit kein Geld holen können. Und ja, dementsprechend auch natürlich nichts einkaufen können. Bisschen Brot und Wasser hat er bringen können. Und jetzt haben wir uns Nachbarn ein Paket Nudeln gegeben, sodass wir den Sonntag noch irgendwie morgen überbrücken. Und dann am Montag versucht Fabian sein Glück nochmal. Einmal bei der Bank Geld holen und dann nochmal einkaufen. Weil, ja, sieht ganz schön mager aus bei uns. So, heute ist Tag 13. Nachdem ich gestern ein bisschen schlechte Laune hatte, habe ich heute wieder gute Laune. Aber bald vielleicht wieder schlechte Laune, denn unsere Franzosen verlassen uns. Sie räumen gerade kräftig ein, weil die beiden haben nämlich ein Permit bekommen, um damit nach irgendwo zu fahren, das Auto dort stehen zu lassen und dann mit irgendeinem Konvoi zum Flughafen zu fahren. Irgendwie sowas in der Richtung. Also auf jeden Fall werden sie am 3. April, wenn alles gut läuft, nach Hause fliegen. Genau. So, und jetzt ist ein ganz trauriger Moment für Caro. Es wird nämlich das Duschzelt eingepackt. Wolltest du was zu dem traurigen Moment sagen? Ich werde nie wieder duschen. Okay, gut, dass wir ein Gästezimmer haben. So, nein, wir werden uns selber ein Duschzelt bauen. Also heute ist ein interessanter Tag gewesen. Nein, eigentlich war er total entspannt. Den ganzen Tag in der Sonne gelegen, schönen Sonnenbrand geholt. Ja, und dann haben wir Abend gegessen und dann drehten wir uns um, weil ja jetzt das französische Auto nicht mehr da ist, kann man also super sehen, wer kommt. Auf einmal kamen 6 oder 7 komplett schwarz angezogene Gestalten. Und das war ein bisschen komisch. Wir dachten erst so, hä, was ist das jetzt? Dann hat Caro direkt erkannt, dass, dass sie ja so aussehen, als wenn sie aus der Kirche kommen.
Und wahrscheinlich war es auch so. Naja, auf jeden Fall waren das 4 Männer und 3 Frauen, die uns eigentlich gerne hier weghaben wollten. Die haben uns dann schon erstmal, also ganz ruhig, nicht aggressiv oder irgendwas, erklärt, wir dürfen hier nicht stehen, das ist der Strand. Das war natürlich ein super Argument, weil die dürfen natürlich nicht hier sein, weil es ist Quarantäne. Aber gut, sowas haben wir dann lieber nicht erzählt. Also auf jeden Fall wollten sie uns weghaben. Wir haben dann mehrfach erklärt, dass wir gesund sind, dass die Polizei uns hier erlaubt hat zu stehen und ja, also dass wir hier auch schon 2 Wochen stehen. Und dann haben sie gefragt, wie wir denn Essen kriegen für 2 Wochen. Dann haben wir gesagt, dass die Polizei das bringt. Dann haben sie sich tierisch gefreut. Problem war nur, dass der eine Typ uns gestern hat mit dem Tornado auf der Straße fahren sehen. Dann muss man natürlich wieder erklären, warum sind wir jetzt gestern auf der Straße gefahren, wo wir denen gerade noch erklärt haben, wir dürfen hier nicht wegfahren, weil wir nicht fahren dürfen. Also ein bisschen bescheidene Situation. Naja, und dann hat Ria aber die Polizei angerufen, wollte eigentlich, dass sie hier hinkommen. Die Polizei hatte aber kein Auto, also konnten sie nicht hier hinkommen. Dann haben wir versucht, mit denen zu klären, was jetzt so Sache ist. Wir haben erklärt, dass die Ambulanz hier war, dass wir kein Fieber haben, dass es uns gut geht und so weiter, bla bla bla. Und ja, am Ende haben wir dann noch ein bisschen mit denen rumgescherzt, weil die eigentlich wollten sie dann nur noch ein Schriftstück haben, dass wir hier stehen dürfen. Die Polizei soll uns schriftlich geben, dass wir hier stehen dürfen und dann würden sie das akzeptieren, weil sie wohnen wohl hier oben und ja. Und ihre Kinder könnten hier nicht am Strand spielen, weil wir jetzt hier stehen und bla bla bla. Aber die dürfen ja genauso nicht hier sein. Also alles ganz, ganz verrückt. Am Ende waren sie aber alle sehr freundlich auch wieder. Die Frauen waren sowieso freundlicher als die Männer, haben auch ein bisschen rumgescherzt. Ich habe noch erzählt, dass wir kein Wasser und kein Essen haben. Und dann hat die eine Frau schon gesagt, ach, wenn wir Dollar hätten, dann könnten wir auch Wasser haben, so nach dem Motto. Und sie hat wahrscheinlich schon ein großes Geschäft gewittert, was wir auch gerne mit denen machen können. Ja, und im Endeffekt dachten wir schon, scheiße, jetzt brauchen wir morgen nirgendwo hinfahren zum Einkaufen. Solange die wissen, dass wir hier sind, werden die gucken, ob wir fahren oder nicht fahren. Ja, also schon eigentlich wieder eine Scheißsituation. Ja, also Polizei kam jetzt gerade dann doch noch. Die Leute waren natürlich schon längst weg. Schade, weil dann hätten die das direkt untereinander klären können, dass wir hier stehen dürfen. Ja, und jetzt überschlagen sich die Ereignisse, weil unsere anderen Nachbarn vielleicht morgen jetzt auch schon fahren, weil sie jetzt irgendwie wohl eine Aussicht auf den Flug haben. Und da müssten sie aber spätestens übermorgen losfahren und das sind 400 Kilometer und das in Peru, also nicht mal eben so schnell gemacht. Aber sie haben noch kein Permit, also dürfen sie sowieso nicht auf der Straße fahren. Und ach Gott, ja, Polizei war jetzt da. Das Beste ist auf jeden Fall, dass wir morgen uns mit der Polizei um 10 Uhr vor der Bank treffen, Geld abheben und dann Lebensmittel kaufen. So weit, so gut. Und dann können wir vielleicht auch wieder hier stehen oder wir stehen woanders. Vielleicht stehen wir auch bei einem Priester, da gibt es irgendwo einen Priester, der nimmt Ausländer auf. Und vielleicht fahren wir dann auch zur Kirche, weiß ich noch nicht. Ja, so ist die Situation gerade. Aber zumindest ist jetzt erstmal alles wieder gut. Oder was heißt alles wieder gut? Man ist ein bisschen beruhigter. Weil die Polizei ist auf unserer Seite. Ja, die Polizei ist auf unserer Seite. Und für mich war halt einfach die größte Sorge, dass wir morgen ja, was zu essen kriegen, weil wir haben echt gar nichts mehr. Und das ist schon scheiße. Selbst der Hund hat nichts. So, jetzt ist die Raubtierfütterung. Gott sei Dank haben wir total gute Nachbarn. Und die Nachbarn haben noch ein Stück Brot, gestern Abend noch ein Ei und ganz viel Käse für den Hund dagelassen. Das sind die französischen Nachbarn gewesen. Die lassen unseren Pups nicht verhungern. Weil heute, bis auf das Brot, was Fabian da schneidet, hätten wir für Milo nichts mehr. Tag 14 und der Motor läuft.
Wir werden es jetzt versuchen, einkaufen zu fahren. Erstmal zur Bank, erstmal eine Bank überfallen, die Banditen. Wo ist dein Bandana? Mein Bandana ist hier. Und ja, wir hoffen, dass wir, nachdem wir eingekauft haben und Geld geholt haben, wieder hier hinkommen dürfen. Aber um ganz ehrlich zu sein, habe ich ein ganz schlechtes Bauchgefühl dabei und glaube, dass wir diesen Platz heute das letzte Mal sehen. Könnte sein. Wir haben auch immer noch einen Stein zwischen Motor und Unterfahrschutz. Merke ich gerade. Ah. Wir haben auch immer noch eine kaputte Wasserpumpe. Ja. Und keinen Wagenheber. So, wir sind jetzt hier auf dem Marktplatz. Hier gibt es Militär, aber auch Gott sei Dank unseren Lieblingspolizisten. Hat zwar ungefähr 2-3 Minuten gedauert, aber ist ja eigentlich ziemlich schnell. Die Leute scheinen aber wirklich Angst vor uns zu haben. 2-3 Mal schon fotografiert worden, warum auch immer, damit man nachher auf uns zeigen kann wahrscheinlich. Und ja. Also hier haben wir jetzt kein Geld bekommen. Ja, hier sind zu viele Leute und wahrscheinlich können wir ruhiger Geld holen in einem kleineren Ort. Das ist die Polizeistation. Ja. Kommissaria. Pomada. Und unsere Befürchtung, dass wir nicht mehr zurück zum Strand fahren werden, hat sich jetzt bewahrheitet. Wir werden wohin fahren? Ich weiß es gar Nach nicht. Juli? Nach Juli. Doch, Nach Juli. ja. So wie Juli. Ja, nach Juli. Und dann, vielleicht werden wir dann der beste Freund vom Priester werden. Jetzt waren wir gerade hier beim Militär und mussten einmal vom Militär vorsprechen. Eigentlich habe ich verstanden, dass wir hier eine Kontrolle machen müssen. Ja, aber dann wollte der Oberboss hier einfach nur wissen, was wir vorhaben. Oder uns wollte er gar nicht sprechen. Aber die beiden vor uns. Und dann hat er gesagt, ja gut, ja, fertig. Bon Okay. viaje. So, die nächste Kontrolle oder Stopp oder was auch immer. Ja, das ist hier jetzt eine offizielle Straßensperre, wo man kontrolliert wird. Und wir warten jetzt hier auf unseren Lieblingspolizisten, Genau, denke ich mal. weil unser Lieblingspolizist ist irgendwie nochmal zurück Zur Wache oder so. Ja, ganz schön aufregend alles hier. Hier stehen auch gepanzerte Fahrzeuge. Der nächste Polizeistopp. Jetzt sind wir in Juli oder Juli. Immer noch kein Geld und immer noch keine Lebensmittel. Ja. So, jetzt sind wir für heute angekommen, glaube ich. Weiter geht's für uns nicht. Heute war ein richtig krasser Tag. Und ich dachte Eigentlich gestern... nur kurz Geld holen, einkaufen und wieder an den Strand fahren. Hat sich dann Jetzt sitzen wir dazu hier beim entwickelt, Pastor. dass wir hier beim Pastor sitzen. Auf dem Hof. Auf dem Hof.
wo ganz viele Volunteers arbeiten und irgendwelche Refugees und weiß ich nicht was und sexuell Belästigte. Also eigentlich ein sehr friedlicher Platz. Ja, und mit dem Pastor habe ich ja eben mich kurz unterhalten und der hat uns erstmal aufgeklärt, was das hier gerade für eine krasse Situation ist. Also der hat letztendlich erklärt, dass wenn wir hier bei ihm bleiben, dass wir auf gar keinen Fall von seinem Gelände runtergehen sollen, weil die Leute einfach zu aggressiv sind und er dann nicht für unsere Sicherheit garantieren kann. Und Gott sei Dank ist das Gelände aber groß genug, um wenigstens mit dem Hund rauszugehen. Ja, und noch viel besser, er hat uns dann noch erzählt, dass, dass er vorher mit der Polizei sich unterhalten hat, weil er eben wusste, dass wir kommen, dass wir in Promata auf keinen Fall aus dem Auto aussteigen sollen, weil er letztendlich glaubt, dass wir sonst an der Laterne hängen können. Ja, schon ein bisschen krass. Tja, und jetzt stehen wir hier erstmal. Wir haben Lebensmittel bekommen, das ist ja schon mal wichtig. Wir durften wieder nicht selber einkaufen gehen. Ja. Es war schon ein Wunder, dass wir selber unser Geld abheben durften. Ja. Das war schon auch spannend. Ja, Achterbahnfahrt der Gefühle war das heute. Fährt immer noch. Fährt immer noch? Gerade noch. Die ist jetzt auf der Geraden. Ja. Also unsere Nachbarn Bernd und Rie haben jetzt ein Permit bekommen, nach Lima zu fahren. Wir eigentlich auch. Ja, wir auch. Stehen da mit drauf. Wir stehen da auch mit drauf und haben bis zum 3. April quasi Zeit. Das wirft natürlich bei uns nochmal die Frage auch auf, ob wir doch nach Lima fahren sollten oder ob wir lieber hier bleiben sollten. Oder sagen wir mal, es wirft nicht die Frage auf. Es bietet sich uns eine weitere Option. Ja, das macht es ja nicht einfach, ne? Eben. Heute Morgen hatten wir noch keine Wahl. Jetzt haben wir eine. Naja.